Einen wunderschönen guten Morgen aus Südamerika. Ich und meine Familie sind vor knapp 3 Jahren hier nach Paraguay ausgewandert. Vor 2 Jahren und 3 Monaten haben wir hier diesen Food Forest auf 1500 Quadratmeter gepflanzt, als Versuchs- oder als ein Experiment praktisch. Alles nach Permakultur, ohne zu spritzen und ohne zu düngen. Ja, also wir bekommen hier sehr gute und gesunde Lebensmittel. Die Bäume sind voller Papayas, Bananen haben wir. Also schaut euch die Videos gerne davor an, wenn ihr frisch auf dem Kanal seid. Also es funktioniert sehr gut. Ja, daraus haben wir nach und nach ein Konzept entwickelt, dass wir praktisch vor 1 Jahr angefangen haben, einen 10.000 Quadratmeter großen Waldgarten zu pflanzen, mit der Möglichkeit, dort Grundstücke zu kaufen. Ja, das Projekt ist jetzt eigentlich schon nicht ausverkauft, aber komplett ausreserviert. Ja, also es trifft auf sehr viel Nachfrage, auf sehr viel Interesse. Und dadurch haben sich auch immer mehr Leute bei mir gemeldet, wo mich unterstützen wollen. Ja, also ich habe sehr starke, sehr gute Partner bekommen, was mir helfen, dieses Projekt jetzt, sage ich mal, groß zu machen. Ja, und die nächste Planung, wo wir gerade dran sind, ist ein Waldgarten mit 500.000 Quadratmeter Größe. Ja, also das wird ein Megaprojekt, sage ich mal, auch hier in Paraguay erstmal. Wir wollen das aber später weltweit machen und uns gegenseitig vernetzen. Und die Idee dahinter ist, ein 500.000 Quadratmeter Waldgarten zu pflanzen. Das ist das Herz des Projekts. Das wird aber insgesamt ungefähr so 200 bis 300 Hektar groß. Und dort wird ein Eco-Resort entstehen. Also man kann sich praktisch wieder Grundstücke kaufen. Dadurch finanziert sich das ganze Projekt zu fairen und günstigen Preisen eigentlich. Am Anfang auf jeden Fall. Später werden die Preise natürlich auch wachsen, werden trotzdem natürlich fair bleiben aber die werden wachsen. Am Anfang wollen wir es den Menschen ein bisschen, sage ich mal, attraktiver machen, dass da richtig Leben und Schwung reinkommt, wie so bei mir auch bei dem zweiten Projekt hier. Und das Ding wird praktisch ja, ich sag mal ein Paradies. Da kommt auch sowas wie ein Bildungszentrum mit rein, ja, für Groß und Klein. Aber ich gehe jetzt nicht zu weit ins Detail, was da alles reinkommt, weil darüber machen wir ein ausführliches Video, ja. Wir müssen das gut durchskripten, dass da alles erwähnt wird, nicht so schnell durchgesprochen wird, wie gerade von mir. Aber ja, seid gespannt, bleibt auf diesem Kanal dabei, ja, verfolgt uns, wie das Projekt sich weiterentwickeln wird. Was ich hier noch auf diesem Kanal mache, ist, ich könnte auch die Videos davor anschauen. Ich mache eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Menschen, die die Möglichkeit haben, diesen Waldgarten auch zu pflanzen. Also wir sind sehr bestrebt, dass das sozusagen jeder, wo die Möglichkeit hat, wo das finanzielle Polster hat, sage ich mal, oder das Land dazu hat, ja, oder das Interesse daran hat, man kann so einen Waldgarten auch sehr günstig anfangen zu starten. Für die Menschen machen wir sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. In der Telegram-Gruppe bei uns blende ich jetzt auch ein, kann man einfach Mitglied werden, kostenlos, ja, sich austauschen. Ich bin immer wieder dabei, antworte auf Fragen. Momentan habe ich gerade wirklich wenig Zeit dafür, aber die Menschen unterhalten sich auch gegenseitig und supporten sich gegenseitig, sage ich mal. Aber ich bin da auch immer wieder dabei und teile auch meine Informationen sozusagen, was ich jetzt praktisch gelernt habe. Und wenn du dich in Permakultur gut auskennst, dann bitte, bitte schreib uns an, weil wir wollen so viel wissen, wie es geht, praktisch zusammen komprimieren, sage ich mal. Ja, weil ich weiß lange nicht alles. Ja, ich sag mal so sehr gute Erfolge, aber ich will noch sehr viel mehr lernen und es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, wo praktisch da einen riesen Wissensschatz haben. Ja, bloß aktuell nützt es überwiegend jeder für sich. Ja, und wir wollen das ein bisschen so vernetzen und bündeln, sage ich mal. Auch wenn du ein Unternehmer bist mit einer guten Idee für den Waldgarten, also da entstehen ja viele Möglichkeiten, ja, also wenn man sich das kurz mal durch den Kopf gehen lässt, das wird ein richtiges Dorf entstehen, ja, mit einer guten Infrastruktur. Da wird richtig Geld reingepumpt, sage ich mal. Also da wird eine Alternative zum System geschaffen. Ja, also wir bekämpfen nichts, wir gehen gegen niemanden in den Krieg. Wir bieten nur eine Alternative für die Menschen, die praktisch das System nützen wollen, aber trotzdem in ein Paradies leben wollen. Ja, also ich sage jetzt nicht, kündigt eure Bankkontos oder sowas. Ja, also oder macht komplett auf Selbstversorgung. Ja, aber ich kann sagen, lasst uns gute Lebensmittel produzieren, wovon wir uns auch wirtschaftlich bereichern können, sage ich mal. Weil ich sehe Geld als ein Werkzeug, um was Gutes zu tun. Ja, und wie gesagt, bleib auf dem Kanal dabei, abonniert den Kanal, like den Kanal, hilft uns zu wachsen mit diesem Kanal, hilft den Bäumen damit zu wachsen und dem Projekt
zu wachsen, sage ich mal. Vielen lieben Dank. In diesem Video zeige ich euch, wie wir Bohnen, Süßkartoffeln und Mais einpflanzen. Und zwar, ich habe hier sehr interessante Bohnen bekommen. Ähm, Ich blende jetzt meinen Telegram-Kanal ein. Ihr könnt gerne Mitglied werden. Wenn ihr schon Mitglied seid, könnt ihr mich später anschreiben. Wie gesagt, die müssen erstmal wachsen, 4 bis 5 Monate, bis die wieder erntebereit sind, habe ich gefragt. Und zwar, das sind Bohnen aus Mujapé. Das ist ungefähr so 3 Stunden von Asunción entfernt. Uralte Saatgut, auch nicht genmanipuliert, aus der Familie von meinen Kapatas, also von meinen Mitarbeitern praktisch. Also wir wissen, dass es gutes Saatgut ist, sehr alt. Und zwar das Interessante an diesen Bohnen, die sind extrem lecker, sagt er. Also viel leckerer als die Bohnen, was du hier kaufen kannst. Ja, die sind auch das Doppelte im Preis mindestens, sagt er. Die werden hier in Asunción auch verkauft an bestimmten Stellen. Also sehr lecker. Und das Gute an denen ist, du pflanzt die einmal ein und die kommen jedes Jahr wieder. Also das ist eine mehrjährige Pflanze. Ich weiß jetzt nicht wie viele Jahre, aber du hast praktisch einmal Arbeit mit ihr, so wie ich jetzt. Äh, Unser Häcksler nimmt ein Terra Negra Bad, sage ich mal. Ja, die essen teilweise die Erde, die hat wahrscheinlich sehr viele Mineralien. Also die hat ziemlich sicher sehr viele Mineralien und Nährstoffe. Und ja, und diese Bohnen pflanzen wir jetzt ein. Und wie gesagt, ja, danke. Und wie gesagt, ich blende den Telegram-Kanal ein. Dort könnt ihr gerne Mitglied werden. Ich tausche diese Saatgut kostenlos aus, ja. Und ja, ich habe vor kurzem aus Österreich, ich habe den Namen leider jetzt vergessen, sehr gute Gurken und auch andere Bohnensamen bekommen. Vielen Dank. Also dafür ist es so, ist es gedacht, die Telegram-Gruppe auch. Nicht nur dafür natürlich, auch um Wissen auszutauschen, aber auch um Saatgut auszutauschen, weil ja, dann haben wir gegenseitig sehr viel kostenloses Saatgut ausgetauscht, sage ich mal, was sehr wertvoll ist in dieser Zeit. Vor allem nicht genmanipuliertes, ja, und nicht kein hybrides Saatgut, was nur einmal irgendwie wächst. Ja, also dann zeige ich euch jetzt ganz kurz, wie wir das machen. So Leute, jetzt zeigt uns unser Kapatas, wie man Süßkartoffeln praktisch vermehrt, ja, also wie der das auch hier gemacht hat bei uns. Hier sieht man, hier, ja, hier sieht man die Süßkartoffel, sagt er. Der gräbt die Wurzel da aus. Da sieht man schon, da sieht man schon eine kleine Süßkartoffel. Das schneiden wir hier ab. Ja, und das hier, sagt er, graben wir einfach ein. Und das natürlich nach außen, ja, nach oben. Und die vermehrt sich dann praktisch in unseren Hügelbeeten. Das zeige ich euch gleich dann, wie wir das machen. Hier hat er nochmal eine. Schneidet unten die Wurzeln ab. Ein paar Wurzeln reichen. Und die kann man auch eingraben. Sí. Sí, sí. Mucho gracias, perfecto. Ja. Ja, dann hat er noch mehr. Also so, ja. Este grande? Posible cavar? Ah, sí. Provar para comer. Da sieht man, da ist schon eine Süßkartoffel, eine größere. Ich habe ihn jetzt gebeten, die auszugraben. Ja, ja. Bien, gracias. Okay, groß ist die jetzt nicht, aber die wächst hier bei uns wild sozusagen. Ja, da haben wir zweimal einen Steckling reingemacht und die wächst wild. Este también no grande. Oh, grande. Ah, igual. Ah, ja. Sí. Ah, ja. Sí. Bien. Ja, und so vermehrt sie sich ganz alleine. Also du musst nicht gießen, du musst nichts mit ihr machen. Ja, also mit diesen Hügelbeeten wird es noch viel besser funktionieren, weil die praktisch unten keine Konkurrenz von sage ich mal, Graswurzeln hat, ja, von diesen ganzen stark wachsenden Sachen. Und ich brauche euch nicht zu erzählen, dass diese Sachen hier dann gesund sind. Ja, die sind nicht gespritzt, die sind nicht gesprüht, voller Nährstoffe, mega lecker. Also hier sind wir jetzt angekommen und hier sieht man schön, nehmen wir die obere
Wurzeldecke, sage ich mal, von diesem ganzen Gras, weil das ist wirklich, das zehrt sehr viel Wasser und sehr viel Nährstoffe auch, ja, also Gras. Ist auch, besser als kahle Wiese, aber auch nicht so toll, wenn man einpflanzt. Also wir graben das einmal um praktisch, in der Permakultur wird normal nicht umgegraben, aber wenn wir was einpflanzen, an der Stelle graben wir immer gerne um, ja. Wir graben um, mit der Schaufel gehen wir tief rein, tun wir erstmal die Wurzeln alle weg, hier sieht man das. Hier sind die ganzen Wurzeln, also die tun wir weg. Das ist dann schöner Mulch für die frisch eingepflanzte, nee, nicht frisch eingepflanzte Feige, die ist auch schon älter, aber die wächst sehr langsam bei uns. Das ist dann schöner Mulch für die Feige. Und hier haben wir sozusagen die Stelle jetzt umgegraben. Dann, mein Mitarbeiter bringt jetzt Erde, aber ich zeige euch das anhand von diesem Hügel hier. Hier haben wir dann, bringen wir Erde und haben praktisch einen Mix gemacht zwischen Terra Negra, also schwarze, sehr nährstoffreiche Erde und der normalen Erde, die wir hier haben praktisch. Also eine große Schubkarre voll, Hälfte, Hälfte ungefähr. Und dann gehen wir hin und ich nehme diese Bohnen raus, was ich euch vorhin erklärt habe. Den Namen kenne ich leider jetzt nicht. Aber wie gesagt, die ist mehrjährig. Ich nehme meistens oder eigentlich immer 3 Stück. Das ist eine schöne Zahl, wer sich auskennt. So, und dann pflanzen wir die hier so außen ein. So, den Mais habe ich jetzt leider nicht in der Tasche, aber der kommt später. Dann gehen wir hin, nehmen so ein Steckling einer Süßkartoffel. Die können wir dann praktisch hier einfach so runter eingraben. So. Und am besten in die Richtung, weil wir laufen hier immer vorbei, damit die schön in die Richtung irgendwo wächst. So. Und machen die hier einfach so zu. Ja, drücken sie auch nicht stark an oder so, braucht alles nichts. So, jetzt werden sich da drinnen irgendwann mal so riesen Knollen bilden. Ja, wir haben dann praktisch Bohnen, die mehrjährig sind. Wir pflanzen hier noch gerne ein Mais hin, der nach oben rankt. Die Bohnen, also die Bohnen, die ranken nicht, die gehen nur, die sind so Büsche, die gehen nur auf diese Höhe, so ungefähr von 1 Meter. Das ist auch interessant, ja. Ab und zu will man nicht, dass die Bohne sehr hoch rankt, weil manche Bohnen ranken ja 2, 3 Meter hoch. Dann habe ich hier so eine Kulle immer gemacht, also eine Mulde, kann man auch sagen. Ja, wenn es regnet, dann bleibt das Wasser hier immer ein bisschen länger drin. Die Erde ist jetzt gerade, weil es gestern geregnet hat, relativ feucht. Das heißt, ich muss die nicht mal gießen. Also, was ich euch sagen will, seht ihr, wie wenig Arbeit das theoretisch ist jetzt. Also ich mache einmal diese Arbeit praktisch mit ein bisschen umgraben, ein bisschen gute Erde hertransportieren, diese Sachen einpflanzen. Ja, dann später mache ich noch aus Bambus so ein Dreieck praktisch, befestige ihn hier. Zeige ich euch auch kurz hier. Dann sieht es hier so aus. Die Bohne kann dann später außenrum sich die Süßkartoffel kann sich außenrum hochranken. Ja, die Bohne bleibt dann außen, die tun wir nach außen. Den Mais kann man auch so seitlich raus einfach. Das ergänzt sich alles, nämlich die Bohnen, das ist eine Hülsenfrucht, das ist ein Stickstoffgeber, der bringt Stickstoff bei uns in den Boden. Ja, Stickstoff, sage ich immer wieder, Stickstoff für die Pflanzen ist wie für uns Menschen der Sauerstoff. Ja, hier bringt mein Mitarbeiter auch schon die Terra Negra für den nächsten Haufen. Ja, kann man kurz auch anschauen, wie wir den Haufen machen. Also das ist auch eigentlich nichts Besonderes. Ja, genau. Sì. Bien, grazie. Und dann gehen wir dahin und machen mal da einfach so eine kleine Mulde. Ja, dann können da auch die Bohnen rein wieder. In die Mitte die Süßkartoffel.
Da hängt schon eine kleine dran. So. Dann können wir die Bohnen außenrum machen. Wir könnten die Bohnen auch hier außenrum machen. Ja, also das sind immer auch so Versuche, was ich mache, was nachher besser ist. Ich weiß gar nicht, wie es nachher am besten wachsen wird. Kann man die so machen. Man könnte die auch in die Mulden machen und gucken, weißt, ich mache es mal so und dann testen wir das mal. Also, was ich heute damit halt sagen will, ist, das ist super einfach, wie immer. Ja, alles Gute ist einfach. Ähm, Ihr habt praktisch gesunde Lebensmittel für euch, für eure Familie. Wenn ihr das im größeren Stil macht, könnt ihr das auch natürlich verkaufen. Also ja, also ich appelliere nur an jeden, der die Möglichkeit hat, pflanzt einen Food Forest, Waldgarten auf Deutsch, macht es in Permakultur, spritzt nicht, düngt nicht mit Kunstdünger. Düngen tut man schon, aber mit Mulchpflanzen. Und nein, Buddy, nein. Nicht, dass er auf die Idee kommt zu graben. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall Pflanzen, Waldgarten, ja. Vielen Dank.